Moin Leute, Folie abziehen oder nicht? Das ist hier die Frage, oder besser gesagt, das hätte sich mal William Shakespeare fragen sollen. Um was geht es? Natürlich um die Folie im Fold 3. Darf man sie selbst abziehen und eine neue anbringen oder geht dabei eventuell die Garantie verloren? Oder noch schlimmer, kann man damit das Gerät beschädigen? In den Kommentaren und im Netz gibt es keine klare Aussage dazu, deswegen habe ich jetzt den Samsung Support angeschrieben und Nägel mit Köpfen gemacht, was die geantwortet haben nach dem Intro. Mein Name ist Serkan und falls du das erste Mal hier auf meinem Kanal sein solltest, dann vergiss nicht, auf den Abonnier-Button unten zu klicken. Damit würdest du meine Arbeit hier auf YouTube sehr unterstützen und auch keine weiteren Videos rund um die Themen Technik und Datenschutz verpassen. Wie einige von euch wissen, habe ich ja letzte Woche ein Video gemacht, wo ich darüber klage, dass sich langsam so jetzt nach 6 Monaten die Folie oberhalb meines Smartphones im Flex-Display beim Fold 3 so langsam löst und tatsächlich habe ich erfahren, dass das auch relativ normal ist und bei vielen von euch auch die Folie sich in den ersten 4 bis 6 Monaten automatisch löst. Aber wofür ist die Folie eigentlich gut und warum hat Samsung da werkseitig schon eine Folie drauf geklatscht? Die Folie soll in erster Linie natürlich das Display schützen und gerade bei diesem Flex-Display auch zu Stabilität beitragen. Denn wie ihr alle wisst, besteht das Flex-Display aus einer ganz dünnen Glasschicht und zwar, um genau zu sein, 0,7 mm Glas haben wir und um eben dieses sensible Display, dieses Flex-Display in diesen Fold-Geräten zu schützen, ist da nochmal so eine Stabilitäts- und Schutzfolie drauf. Ja, was macht man eigentlich, wenn sich die Folie löst? Nimmt man sie selber ab, also kann man sie ganz normal abziehen und sich eine neue Folie bestellen. Im Internet auf Amazon oder auf etlichen Seiten gibt es etliche Angebote zu eben solchen Folien, die auch verkauft werden. Darf man sie selbst anbringen? Darf man sie selbst abziehen? Oder sollte man eben lieber den Samsung Support kontaktieren und es über Samsung machen lassen? Auch ganz wichtig hierbei zu beachten ist, wenn wir die Folie selbst abziehen, geht dabei eventuell Garantie oder eben die Gewährleistung verloren. Das sind nämlich zwei ganz wichtige Aspekte, denn das Gerät kommt ja mit dieser Folie schon drauf und Samsung sagt auch, dass sie eben zur Stabilität und zum Schutz beiträgt und das Display auch niemals ohne eine Folie genutzt werden sollte, weil dann eben das darunter liegende Display ganz schnell kaputt gehen könnte. Deswegen wäre es an dieser Stelle auch wichtig zu wissen, Garantieverlust ja oder nein. Und wie gesagt, gibt es im Netz dazu keine klaren Aussagen, auch in meinem letzten Fold 3 Video, was ich euch übrigens jetzt auch hier oben verlinke. Ja, da wurde in den Kommentaren auch wirklich gut diskutiert darüber, was ich auch sehr toll finde. Leute, Dankeschön für eure netten Kommentare an dieser Stelle. Wurde gut diskutiert, dass man die Folie abziehen kann, dass es kein Problem ist. Einige machen es selber, andere schreiben, dabei könnte die Garantie verloren gehen, beziehungsweise ich hatte es auch mal im Forum irgendwo gelesen, dass man die Folie definitiv nicht selbst abziehen soll, weil eben die Garantie verloren gehen kann. Also keine klaren Aussagen, leider. Und auch im Netz, wenn ihr recherchiert, findet ihr auch in etlichen Foren keine klaren Aussagen. Die einen schreiben so, die anderen schreiben so. Deswegen habe ich jetzt den Samsung Support angeschrieben. Und zwar habe ich genau geschrieben: Hallo, ich bin seit 6 Monaten ein Fold 3 Nutzer. Leider löst sich so langsam die Folie im Flex-Display und da ich auch als Tech-YouTuber aktiv bin, tatsächlich habe ich das auch erwähnt, habe ich hierzu auch ein kleines Video gemacht. Das ist eben das Video, was ich euch eben hier oben links verlinkt habe. Kann die Folie einfach abgezogen und von einem selbst ersetzt werden oder muss es vom Samsung Service gemacht werden? Wenn ich es selbst abziehen würde, gäbe es dann Nachteile wie Garantieverlust und so weiter. Im Internet scheiden sich die Geister bei diesem Thema, auch bei mir unter dem Video in den Kommentaren. Deswegen dachte ich mir, frage ich einfach mal direkt bei dem Support nach. Vielen Dank und liebe Grüße. Also die Kernfragen meiner Texte sind eben, darf ich die Folie selbst abziehen? Ja, nein. Muss sie eben der Samsung Service machen? Ja, nein. Oder wenn ich es mal selbst mache, habe ich dabei Nachteile wie Garantieverlust und so weiter und so fort. Oder eventuell auch Gerätbeschädigung, Gewährleistungsverlust, was auch immer. Und eben, dass ich im Internet keine klaren Aussagen dazu finde. Und Samsung hat geantwortet: Guten Tag, Herr Karaman. Ich danke für Ihre Anfrage. Mein Name ist ... Das mache ich jetzt hier mal raus wegen Datenschutz und ich bearbeite gerne Ihr Anliegen. Im Grunde haben Sie alles schon selbst beantwortet. Tatsächlich. Die Folie ist kein Bestandteil der Gewährleistung und Garantie.
Sie sollten es aber nicht selber machen, da dies Auswirkungen auf die Gewährleistung haben könnte. Also, dieser erste Satz hat es schon in sich und beantwortet eigentlich schon vieles. Die Folie ist kein Bestandteil der Gewährleistung oder Garantie. Das bedeutet also, dass die Folie nicht, so verstehe ich das, man kann es jetzt zweideutig verstehen. Ich verstehe es jetzt so, dass die Folie nicht Garantie- oder Gewährleistungsanspruch quasi mit sich bringt. Das heißt also, ich muss für den Folientausch bezahlen. Es wird nicht von der Garantie oder Gewährleistung abgedeckt. Sie sollten es aber nicht selber machen, da dies Auswirkungen auf die Gewährleistung haben könnte. Das heißt also, wenn ich es aber dann selbst mache, weil eben Samsung das in diesen 2 Jahren Gewährleistung und Garantiezeitraum nicht abdeckt, ich es aber selbst mache, geht dabei meine Gewährleistung auch für eventuell andere Schäden an meinem Smartphone verloren. Das ist die erste Methode, wie man es verstehen kann. Und die zweite ist, dass die Folie eben kein Bestandteil der Gewährleistung und Garantie ist im Sinne von, ich kann die Folie ruhig abziehen, dabei geht die Garantie oder die Gewährleistung nicht verloren. Sie sollten es aber nicht selber machen, da dies Auswirkungen eventuell auf die Gewährleistung haben könnte. Das bedeutet, wenn ich die Folie abziehe und dabei was beschädige, dann kann eben auch die Gewährleistung damit flöten gehen. Also keine Ahnung. Ich glaube, die erste Variante ist eher richtig. Die Folie ist kein Bestandteil der Gewährleistung und Garantie, dass die Folie eben nicht von der Garantie oder Gewährleistung abgedeckt wird. Und wenn ich es selbst mache, dann könnte es Auswirkungen auf die Gewährleistung haben. Das ist das, was ich verstehe. Deswegen, Freunde, finde ich das ein bisschen strange hier, kann man sagen, weil Samsung verbot die Folie werkseitig. Samsung sagt, Display definitiv nicht ohne Folie tragen. Samsung sagt, die Folie trägt zu Stabilität und Schutz des Flex-Displays bei. Die Folie gehört eben zum Display, gerade wenn man auch ein S-Pen nutzt und so weiter. Aber gleichzeitig wird diese Folie, die sich ja bekanntermaßen in 4 bis 6 Monaten automatisch löst, wird nicht von der Gewährleistung oder Garantie abgedeckt und es wird davon abgeraten, es selbst zu machen, weil man dadurch auch einen Gewährleistungsverlust haben könnte. So, man muss es gar quasi bei Samsung machen lassen und Samsung kassiert dafür Geld. Wie viel, weiß ich nicht, aber in den Kommentaren bei meinen alten Fold 3 Videos wurde oft geschrieben, dass es 30 € kostet, er 30 € bezahlt hat. Weiter geht's hier im Text. Ich empfehle Ihnen, Ihr Samsung Galaxy bei uns im Servicepartner oder in unserem Custom Service Plaza in der Nähe überprüfen zu lassen. Okay, denken Sie unbedingt daran, da Ihre Daten vorab mit einem PC zu sichern, denn ungesicherte Daten gehen unwiderruflich verloren. Okay, Sie können Ihr Samsung direkt vor Ort reparieren lassen. Besuchen Sie einfach unser Custom Service Plaza. Okay, wichtig, für die Reparatur brauchen wir den Kaufbeleg. Bringen Sie diese bitte mit. Seien Sie sicher, in wenigen Tagen können Sie Ihr Samsung-Produkt wieder nutzen. Da frage ich mich jetzt, warum Kaufbeleg, wenn es sowieso von der Garantie oder Gewährleistung nicht abgedeckt wird. Also, I don't know. Alternativ buchen Sie die Reparatur einfach unter folgendem Link und erhalten Sie ein Versandetikett, mit dem Sie Ihr Samsung Galaxy kostenfrei einsenden können. Kannst du auch einsenden mit kostenlosem Versandetikett. Wenn während des Buchungsvorgangs Reparaturkosten angezeigt werden, haben die ausgewählten Symptome zu einem Garantieausschluss geführt. Unser Servicepartner wird dennoch gründlich prüfen, ob eine kostenlose Reparatur innerhalb der Garantie durchgeführt werden kann. Nur wenn dies nicht möglich ist, wird der angezeigte Preis nach abgeschlossener Reparatur abgebucht, nicht vorher. Das sehe ich jetzt wie so ein Standardabsatz, der einfach bei jeder Anfrage mit dazu geschickt wird, bei jeder Reparaturanfrage. Meine Folie wird ja sowieso nicht von Garantie oder von der Gewährleistung abgedeckt, deswegen sehe ich das jetzt so, dass ich sowieso dafür bezahlen muss. Ja, auch wenn er es prüft, weil das ist ja schon für ihn klar, wenn er sieht, die Folie löst sich, Folie wird nicht abgedeckt, wie wir ja aus diesem Satz hier entnehmen können, hier oben, dann bezahle ich halt dafür. Weiter geht's im Text. Weitere Details können Sie in der Kurzanleitung für Mobile Smart Repair PDF nachlesen. Habe ich kurz vorhin reingeguckt. Da steht einfach drauf, wie ich eben das Gerät einschicken kann. Und entnehmen Sie SMD, SD-Karte und entfernen Sie alle Passwörter und Gerätesperren. Das war's mit dieser Mail und ganz ehrlich, diese Mail wirft ein bisschen mehr Fragen auf,
als sie auf meine Fragen eingeht und löst. Das Einzige, was mir jetzt hier so ein bisschen geholfen hat, ist dieser erste Satz hier oben mit: Die Folie ist kein Bestandteil der Gewährleistung Garantie. Sie sollten es aber nicht selber machen, da dies Auswirkungen auf die Gewährleistung haben könnte. Sehr, sehr interessant. I don't know, was ich davon halten soll. Auf jeden Fall habe ich denen jetzt auch eine Nachricht zurückgeschrieben und was da gekommen ist, gibt es dann im zweiten Teil, Freunde. Ich habe noch keine Antwort, aber was ich geschrieben habe und als Antwort wieder da ist, gibt es dann im zweiten Teil. Vielleicht haben wir dann mehr Klarheiten und mich würde interessieren, was habt ihr alles aus diesem Text jetzt verstanden oder wie habt ihr es verstanden? Schreibt es unten in die Kommentare. Nochmal zum Fazit meines Verständnisses ist einfach, dass die Folie eben nicht von der Gewährleistung oder Garantie abgedeckt wird. So würde es Sinn machen, wenn es hier stehen würde. Der schreibt einfach Bestandteil. Das kann man verschieden deuten. Und dass es halt nicht abgedeckt wird, nach meiner Verständnis. Und sollte ich es selber machen, kann es auch Auswirkungen auf die insgesamte Gewährleistung des Gerätes haben. Deswegen rät Samsung davon ab, weil man das Gerät dabei kaputt machen könnte. Das trifft auch auf viele Meinungen in meinen Kommentaren zu, die es auch wirklich so geschrieben haben, dass man einfach aufpassen muss, die Folie abziehen kann und dabei aber aufpassen muss, nichts anderes kaputt zu machen, weil eben die Gewährleistung dadurch verloren gehen könnte. Aber Samsung eben für diese Folie, die sich selbst löst, nach 4 bis 6 Monaten nicht aufkommt. Das ist mein Verständnis zu der ganzen Sache. Und das war es auch mit dem Video, Freunde. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und es hat dem einen oder anderen weitergeholfen und wie gesagt, im zweiten Teil geht es weiter. Falls es euch gefallen hat, dann liked das Video, abonniert den Kanal, ganz wichtig, aktiviert die Glocke, Freunde, und teilt es mit euren Freunden. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sage bis zum nächsten Mal, euer Techmaster.